Alright, sind liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Wir sind auf W50 und vorneweg nochmal vielen Dank an den Paul Terra, der letztens in meinen Livestream noch reingeradet ist. Da hat man auch nochmal eine schöne Unterhaltung über zum Beispiel Transparenz von gekauften Pilzen und so, war echt cool gewesen. Sehr aktiv der Chat, konnte ich viel reden, mache ich ja eh sehr gerne. Und jetzt wollen wir auf dem Server die Players to Watch uns anschauen. Speziell, bevor dann Montag zu Dienstag auf jeden Fall wieder eine größere Analyse kommt. Ja, die Players to Watch ist noch länger geworden als vorher. Seht's mir nach, wenn ich eben hier jetzt auch nicht alles komplett analysieren kann. Ich guck mal, was geht. Und ja, dadurch, dass die Reihenfolge ja alphabetisch ist, habe ich zumindest den Vorteil, dass ich nebenbei immer mal gucken kann, was wir zuletzt zumindest für eine Stufe bei dem Spieler hatten. Also ich gucke jetzt nicht jeden Spieler einzeln durch, sondern ich gucke mir die Stufenübersicht an. Das bringt schon mal einen kleinen Vorteil. Und wir sehen, dass der Affenkopf 3 bei Prophecy nach wie vor dort spielt. Ein Neulevel hat er gemacht. Zuletzt haben wir ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich eher ein günstiger Spieler ist bis zu Free-to-Play und das macht er auch. Aber er spielt weiterhin aktiv, hat die gleiche Gilde, schon mal sehr viel wert. Oh, da muss ich nach jedem Spieler muss ich einmal niesen, Cover. So, dann kommen wir zu Agent 47. Er ist immer noch er war bei Olympos und ist jetzt bei Olympia. Der war Stufe 65, ist jetzt Stufe 176 und gehört damit zu der Riege an Battle Mages, die auf jeden Fall ganz gut losspielen auf dem Server. Ist jetzt nicht ganz in den Top-Bereichen, aber das kann ja noch kommen. Und insgesamt mit dabei, ich weiß nicht, Olympia. Von den Werten, was ich hier sehen kann, sieht es ganz gut aus. Ja, es steht besser da als Olympos. Definitiv, Olympia wird, die sind mit Olympus und Dead Valley verbunden. Da muss man natürlich gucken, wie die Spieler vielleicht hin und her geswitcht werden. Aber den Namen sollte man sich aufbewahren, ja. Sollte man sich merken. Kommt zur Avox. Avox Holzfällerhütte war damals schon 132, war recht hoch. Jetzt ist er 222 als Kundschafter unterwegs und damit auf jeden Fall einer der besten Kundschafter mit auf dem Server. Da brauche ich jetzt gar nicht in der Ehrenhalle gucken, denn wir haben das ja beim letzten Mal schon gesehen und ja, legt er gut los, hat auch ein sehr starkes SA. Ich glaube, die Epics sind, muss ich mal grob sagen, relativ aktuell alle. Ja, und man sieht auch, ja, durch das Level und durch die Gilde, die haben halt 300er Steine schon. Das ist natürlich auch fett, was er da mit dabei hat. Also, ne, das geht gut voran. Und dann kommt Avox mit 2x, der war 67 gewesen, auch bei The Prophecy. Ach, ich drücke immer auf W, Leute. Das ist ja richtig assi. Und ja, hier haben wir jetzt auch 152er Druide. Der ist also mitten auch in der Schattenwelt unterwegs. Müsste vielleicht im 11. Dungeon sein, so. Beim Zirkus irgendwo, denke ich, vom Level her, könnte passen. Oder noch in der Schwarzschädelfestung. Insgesamt aber auch guter Char. Und bei Prophecy freuen sie sich sicherlich, dass er mit dabei ist und die Gilde dort unterstützt. Oh, kommen wir zu Bifrozen. Bifrozen war bei Rising Star, ist er immer noch. 102, damals 59. Da ist auch ein guter Progress zu sehen. Natürlich könnte man jetzt ja auch sagen, SA könnte besser sein und dies, das, ne? Das können wir ja immer sagen, aber wir sind immer noch sexy, immerhin. Und er geht seinen Weg. Immerhin auch schon 102, also bis zum Maximallevel sind es nicht mehr so viele Level. Geil. Dann kommen wir zu Berserkers Mage bei Upin Arms. 35 ist er letztes Mal gewesen, jetzt ist er 44. Also können wir ganz gut mit Affenkopf so grob in eine Kategorie bringen. Hat aber auf jeden Fall einen Vorteil in den Tränken und im SA. Keine Infos dabei, jetzt stand hier, aber ja,
es sieht auch aus, als wenn die Epics... Nee, die sind nicht... Kann er ja gar nicht blättern, der ist ja noch nicht 50. Hat aber mit den Epics anscheinend ein bisschen Glück gehabt, so zuletzt. Außer da ist kein Slot drin. Das ist aber nicht ganz so alt bisher. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht bei ihm. Dann kommen wir als nächstes zum Darling. Der ist bei den Störartigen. Und ja, er hat auch einen Progress gemacht. Hat sich im Epic-Event equipped, ist auch als dritter Spieler in unserer Gilde über 100 gekommen. Und ja, ich weiß nicht, wo er jetzt hängt direkt. 107 war er schon relativ zeitig. Er kann natürlich am Sonntag auch nochmal was machen. Insgesamt aber auch ein guter Char, ne? Vor allen Dingen, also für unsere Gilde auch sehr wichtig. Für die Raids. Und ja, weiter so, auf jeden Fall. Weiter so. Let's go. Er war übrigens 61 beim letzten Mal gewesen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Danach kommt David von den Spektronen. Spektronen sind ja auch eine Gilde, die sehr viel Potenzial hat. Er war 55, ist auf 123, natürlich als Berserker. Bisschen einfacher als Krieger, ne? Ist ja klar. Schauen wir mal, wie es aussieht. 1:1 Skillung. SA sollte ein Ticken besser sein, gerade mit dem Level. Also ich habe auch nicht das optimalste SA, aber das sind halt fast 18%. Das macht schon was aus. Die Waffe ist recht gut. Die scheint auch neu zu sein. Schöne Spanne, Stärke. Geht da gut rein. Ja, vom Verhältnis her könntest du dir vielleicht sogar einen Ticken mehr Stärke noch gönnen. Ein bisschen weniger Ausdauer. Kommt natürlich immer auf die Items drauf an. Aber man sieht auch hier, ne, die Spektronen haben auch schon bessere Steine teilweise drin. Also 150 habe ich noch nicht sammeln können bisher. Da sieht man natürlich auch, was die Gilde in diesem Bereich ausmachen kann. Ja. So. Wir gehen mal schnell auf die Schatzkammer. Jetzt kommt Double Trouble. Double Trouble ist neu. Spielt bei Black Friday, also ist neu in die Players to Watch reingekommen. Black Friday ist, glaube ich, seine eigene Gilde. Heißt Jonathan Frakes auf YouTube. Und ist später reingejoint. 57er Durchschnittslevel, 361 Ritterhallenpunkte. Tatsächlich ist das eine Gilde, die, naja, mit den Störartigen vielleicht in den Konkurrenzpositionen treten könnte. Die Störartigen sind vom Level her besser. Im Durchschnittslevel zumindest. Aber bei der Ritterhalle deutlich hinterher. Das vermag spannend zu werden mit den beiden. Dann kommen wir zu 1.9. Er hat immer noch nur Level 1. Hier müssen wir ein bisschen auf die Skills gucken. Er läuft rum mit 70 Geschick. 48 Ausdauer als Demon Hunter. Oh Mann. Das Niesen vorhin, das war krass. Hier bin ich mal gespannt, wenn er den ersten Dungeon macht, weil, also im Prinzip kann er es ja eigentlich gar nicht machen. Wir dürfen ja gar keine Dungeons machen. Weil er Level 1 ist. Aber das ist echt ein Projekt. Ich glaube, auf sowas habe ich auch mal Bock. Aber dann würde ich nur über Dungeons leveln, tatsächlich. Ja, irgendwie hätte ich Bock zu. So, Elios. War bei Hollywood, ist immer noch bei Hollywood. War bei Stufe 72, 640 als Mage. Recht gute Leistung, definitiv. Ist auch gerade mitten dabei. Also ich glaube, die 9 Dungeons hat er auf jeden Fall durch. Er wird sicherlich im 10. Dungeon festhängen. In der Schattenwelt, da kann immer mal ein Level gehen. Ne? Also, ja, da gibt es auch viel Gold, da kann man schön skillen. Er hat einen ausgewogenen Char, das ist auf jeden Fall auch, stark. Ja, läuft. So, jetzt kommt Aster. Aster bei den Shadowhunters. Da war er natürlich vorher auch 105 auch gewesen bereits. Jetzt 163 als Druide. Ja, da braucht man nicht viel sagen, außer natürlich, ne? Muss es sagen, es ist glaube ich, schon deutlich besser geworden, aber da geht auch noch einen Ticken mehr. Aber trotzdem sieht es hier sehr, sehr gut bei ihm aus. Und ja, The Big Aster verabschiedet sich damit. Free-to-Play Scoop ist auch bei den Shadowhunters. Er war zuletzt 58.
Und da war er noch bei Rising Star. Also hier haben wir zum Beispiel einer, der auch die Gilde gewechselt hat. Jetzt ist er 94. Er hat mir auch geschrieben, dass er nicht ganz Free-to-Play mehr spielt. Dass er ein bisschen pilzt. Das erklärt dann auch das Level gegenüber manchen anderen, die wir schon gesehen haben. Aber kann man ja machen. Ne? Also gut Luck weiterhin. Und ja, SA ist okay noch. Driftet aber auch ab, dass es vielleicht mal zu wenig ist. Feuerphönix bei iBuyPower hat jetzt gar keine Gilde mehr. Könnte er vielleicht der erste inaktive Spieler sein? Sieht leider Gottes so aus, ja. Deshalb nehme ich ihn mal vorsorglich raus. Huch, löschen. Ich habe ihn einfach gelöscht. Fräulein Haut drauf. War Stufe 76 zuletzt. Ist jetzt 151 auch bei Olympia gelandet. Auch Battle Mage, ne, da hatten wir ja schon einen. Solider bis guter Char. Hier aber tatsächlich die Werte im Moment schon mit einer Abenteuer. Also er oder sie macht auf jeden Fall auch Arena Manager und hat hier schon so ein bisschen Farm Quest eingebaut in das ganze Thema. Golden Eye, ja, der wurde gekickt bei uns auch aufgrund Inaktivität. Jetzt sieht es auch so aus, als wenn er nicht weiterspielt. Also auch der zweite, den wir löschen können. Ich bin nicht böse, wenn die Liste ein bisschen niedriger wird, also nicht falsch verstehen. Dann kommen wir zu Gorgos. Der war 44, ist jetzt 80. Der Dämonenkrieger kämpft also auch hier an weiter Flur. SA ist auch nochmal besser geworden. Für das Level definitiv ganz gut. Und ach man, dass man zweimal drauf muss. Hier ist alles gleich geblieben. Ja. Und er will 100 kommen, habe ich gehört. Irgendwann will er 100 kommen. Kann er schaffen, wenn er weiterspielt. Genau. Jetzt kommen wir zu Ivar. Oh, Ivar ist nackig. Macht gerade anscheinend das Achievement. Er war Stufe 106 bereits gewesen, ist jetzt 182. Auch als Battle Mage gehört er mit zu der Gruppe dazu. Reiht sich ein, nicht ganz weit oben. Gut, der ist jetzt 150. Sicherlich ein bisschen weiter oben, wenn er nicht nackig wäre. Aber ja, das kann in 2-3 Monaten alles noch kommen. Ja, je nachdem, wie er spielt. Aber bei Ivar kann man sich sicher sein, dass da was kommt. Ja, denke ich schon. John aus Girl war 44, ist jetzt 66. Also er bleibt sich der Schnapszahl treu, außer beim SA. Aber ich glaube, das hat man beim letzten Mal auch deutlich schlechter gesehen. Jetzt sieht es dementsprechend wenigstens etwas freundlicher bei ihnen aus. Freut mich. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Klößchen war bei Olympus. Ja. Ist jetzt bei Broken Dreams W50. Broken Dreams ist ein cooler Name. Da verbinde ich ein paar Erinnerungen an andere Spiele tatsächlich. Habe ich noch nicht gelesen so richtig, die Gilde. Ja, aber immerhin macht er ja einen Fortschritt und spielt aktiv, was die Hauptsache ist. Bei Let's Runes, da ging es auch ab. Er war schon 131, ist jetzt auf 232 vorgepusht. Da muss ich mir auch Gedanken bald machen. Er ist halt Kampfmagier sogar, ne? Das ist halt auch krass. Ist einer der stärksten Kampfmagier der Let's Runes. Habe ich ihn überhaupt erwähnt? Nicht. Habe ich Let's Runes schon als Namen erwähnt? Er war 123, ist jetzt 232. Ich weiß nicht, ich bin übelst müde. Und ich habe noch ein paar Leute vor mir. Krass. Krass. Muss gerade nur schauen, wo ich hier den Vergleich habe. Aber nehmen wir mal das hier. Da kommt Nice bei Olympia, hat auch Level gemacht von 49 auf 123 als Battle Mage. Auch SA schon sehr gut dabei. Ja, kann man nur Chapeau sagen. Macht weiter so. Danach kommt NK485 aus der Holzfällerhütte. Er hat sein Level von 61 auf 105 erhöht als Druide. Ja, sagen wir aber, ist auch okay. Geht seinen Weg. Macht weiter so. Let's go. Nocto
kommt als nächstes? War 37 bei Memento Mori, ist jetzt immerhin auch 55 als Assassine. Es gibt immer so eine Sympathie-Power. Da sieht man, dass er vom Level her da besser zurechtkommt, als vielleicht die anderen relativ günstigen Spieler. Aber das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Und da wissen wir nicht genau was drüber. So, danach kommt der Norbert 22, auch bei den Störartigen von 35 auf 56 als Magier. Ja, Pilze gekauft 0. Das wäre nicht schlecht. Können sich Free-to-Play-Spieler, die wirklich kein Geld investiert haben, mit ihm gerne messen auf dem Server. Am besten aber mit gleicher Gilde. Das wird schwierig. Und danach kommt Ocean. Damals beim Märchenturm, jetzt ist er bei MEER unter Vertrag. Er war 4,48 und ist jetzt 68 immerhin. Also gestandener Mann, würde ich sagen. Schauen wir mal weiter. Reza ist neu hinzugekommen, spielt bei Crit Happens einen Krieger, der auch schon 212 ist immerhin. Reza ist auch für mich ganz gut bekannt. Der hat schon einiges Starkes geleistet und hier denke ich, werden wir auch nochmal was hören, ja, demnächst. So, danach kommt Retro. War bei den Spektronen, ist er immer noch, hat sein Level fast verdoppelt als Droide, sehr geil. SA, ja, aufpassen wegen den Prozenten, dass man nicht zu viel verschenkt, sollte man vielleicht bald nachholen. Aber es muss jetzt auch nicht ganz dringend eilen, sagen wir so. So, danach kommt der Saftladen. Er war 40, ist jetzt 48. Ja, da haben wir ja den Progress auch bei anderen gesehen als Krieger. Ist natürlich auch nicht einfacher. Aber der, ja, die könnten sich da eigentlich hier irgendwie eine kleine Gruppe bilden und dann mal schauen, wie das jetzt demnächst so weitergeht. Fände ich eigentlich ziemlich lustig, wenn die das machen würden. Wir kommen jetzt zur letzten Seite. Ich bin echt, Leute, ich würde eigentlich aufhören, aber ich ziehe das jetzt noch durch. Ich muss jetzt nur mal gucken, was ich jetzt auch die andere Liste habe. Ja, das kann man nehmen. Simon's Little Mind ist dabei. Er war damals 67. Ist bei 104. Ich glaube, die Gilde war Olympos, ist jetzt Olympia. Also das klingt alles so, als wenn die besseren Spieler vielleicht zu Olympia gesteckt hätten sollen. Ich weiß es nicht, ob das so hinhaut. Ist eine gute, solide Leistung. Mehr geht immer, ist klar. Aber läuft. Und dann kommen wir zum Taube. Taube bei Crit Happens 107 gewesen, ist jetzt 205. Er hat mir geschrieben, er wollte bei Weitem nicht so viel Geld ausgeben und er ist ja sogar auch Krieger. Ja, also das muss man auch mal sagen. Da ist er echt stark dabei, der liebe Taube. Gönne ich ihm natürlich. Aber gucken, wie das da weitergeht mit ihm. Ne? Und dann kommen wir dann zu Tim, auch bei Crit Happens dabei. Er war Stufe 79, ist jetzt Stufe 130, da ist auch viel passiert. SA über 70%, GD, Goldrahmen, ja, okay, kann man sich leisten. Muss man jetzt nicht zwingend. Und dann kommen wir mal zum nächsten, zum Universe, der auch ein Angebot bekommen hatte von ihnen zu 2000. Ich habe gar keine Ahnung, was ich gesagt habe, Leute. Ich bin so lost. Universe ist auch nackig 252. Er hat 232er Stufe gehabt, ist nach wie vor bei Hollywood unterwegs und ja, schon ein bisschen länger nackig. Das ist nämlich runtergetroppt vom Level. Das ist ein sehr, sehr krasses Level, definitiv. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, ob er einen 300er-Rekord irgendwie brechen kann. Ich habe jetzt nicht das Gefühl dafür, was er jetzt oder wie schnell er da jetzt aufsteigen muss, aber das werden wir natürlich noch sehen. Danach kommt Vedox. Er war 54 bei Crit Happens, ist jetzt bei 110, also hat auch gut gelevelt, aber hat sich jetzt nicht so gehen lassen wie ein Herr Taube.
Obwohl sie ja in der gleichen... Ach nee, Quatsch, stimmt gar nicht, oder? Doch, sind alle bei Crit Happens. Auch einer der Fraktionen kommt im späteren Spielverlauf weiter nach vorne. Das schafft er definitiv. So. Pui, Vin Diesel bei Hollywood. Von 97 auf 154. Was an sich ein guter Progress ist. Als Magier muss man ja auch immer gucken, wie weit man denn kommt. Ich weiß überhaupt jetzt gar nicht, wo er stecken würde. Vielleicht schon bei den Intelligenzgegnern in der Hölle. Weiß es nicht hundertprozentig. Aber was ich weiß, ist, dass wir den Visigoth dabei haben. Beziehungsweise sie. Und nee, ich glaube, es ist ein eher mehr. So jetzt so vorbei gemeint. Moderater Pilzansatz, aber er hat sich Ziele gesetzt und das hoffentlich kann er umsetzen. Da muss man mal sagen, werden wir verfolgen in Zukunft. Dann kommt Waldemar von 48 auf 69. Er hat auch ein bisschen gepilzt bei den Kings, damit er ihn dann schon schaffen kann, aber ich glaube, leb einfach in der Wohnung oder so, wie du lebst und komm halt immer nur vereinzelt mal raus und hau mal auf den Putz, wenn es sich halt lohnt, mehr zu kämpfen oder so, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen effektiver natürlich gestalten. €70 Accountkosten. Naja, das ist natürlich ein Träumchen. Also wenn ich das erreichen würde, was ich erreicht habe, mit dem Pilzeinsatz, wäre das Jackpot. So, Waldemar war übrigens bei den Kings, wie damals. Jetzt kommt noch Yuka. Yuka war in der Holzfällerhütte. Damals schon und ist es auch immer noch. Mit 139er Stufe als Berserker. Das wäre jetzt eine direkte Konkurrenz zu mir, wenn man so will. Auch vom SA her ist Yuka nur ein bisschen besser unterwegs. Das kann ich alles aufholen. Ja, mal schauen, ob ich das dann auch wirklich schaffe. Zekerek aus Projekt Alpha ist immer noch bei Projekt Alpha. Stufe 95 hat er bekommen. Ist natürlich nicht happy damit. Werden aber auch gut weggekämmt. Das heißt, man kann vielleicht gar nicht so viel machen, wie man will. Deshalb hat er sich jetzt hier auch freigenommen bei uns. Also hat sich durchführen lassen. Nein, keine Ahnung. Ich bin so lost. Ist solider Char. SA ist gut. Ja, langfristig wird sich das noch steigern, denke ich. Die Position und so. Die Stärke. Ja. Und dann kommt als letztes Yannick. Yannick ist Stufe 241. Er war damals 195 bei Rising Star nach wie vor. Hat jetzt also verhältnismäßig anfangs mehr gepilzt oder mehr Dungeons gemacht. Und trotzdem hat er ein sehr gutes Level, ist auch oben dabei. Goldrahmen. Jetzt am Start, die Epics sind, ein paar sind neu, ein paar sind ein Ticken älter. Das macht so 20 Werte aus. Es kann einen Unterschied machen. Aber ja, ihm geht es ja ganz gut da oben, glaube ich. Und in seiner Gilde geht es ihm da auch gut. Das ist ja auch wichtig, dass die Menschen Spaß auch haben daran. Ja, also das muss man ja wirklich mal so sagen. Ja, da sind wir durch mit der Liste. Sorry für ich hätte die viel eher aufnehmen sollen. Dann haben wir halt doch gestreamt und alles. Dann wurde alles später. Ich habe vielleicht was Komisches gesagt oder sowas. War mal kurz wie weg. Muss es ja auch noch schneiden. Vielleicht passiert da noch mehr. Ich hoffe nicht. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, zeigt mir den Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, haut da rein, macht das Tschüss und Servus. Bis zum nächsten Mal.